Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für Gnocchi al forno mit einer cremigen Hackfleisch- bzw. Bolognese-Soße. Hat die ein oder andere bestimmt schon mal beim Italiener auf der Karte gesehen und heute zeige ich euch, wie ihr das ganz einfach zu Hause selber machen könnt. Als erstes eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, anschließend fein hacken. Außerdem habe ich hier frischen Rosmarin und Thymian, jeweils 3 bis 4 Zweige, die Thymianblättchen und Rosmarinnadeln gegen die Wuchsrichtung von den Stielen zupfen, mit einem Messer richtig schön fein hacken und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, dann zunächst die fein gehackten Zwiebeln und den Knoblauch hineingeben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig anschwitzen. Danach kommt das Hackfleisch in die Pfanne, insgesamt 400 Gramm, halb Rind und halb Schwein. Das Hackfleisch mit einem Kochlöffel oder Pfannenwender etwas auseinanderreißen und bei mittlerer bis hoher Hitze krümelig anbraten. Jetzt geben wir die Gewürze dazu, eine kräftige Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer, außerdem die vorbereitete Thymian-Rosmarin-Mischung und dann noch einen guten Esslöffel Tomatenmark. Das Tomatenmark kurz unterrühren, kurz mit anrösten lassen und dann alles mit einem Schuss Rotwein ablöschen. Alternativ könnt ihr hier auch Fond oder Brühe verwenden, wenn ihr auf Alkohol verzichten wollt. Den Wein unterrühren, kurz einkochen lassen und danach geben wir die restlichen Zutaten dazu. 800 Gramm Gnocchi aus dem Kühlregal, ein gehäufter Esslöffel Creme Fraiche und zum Schluss 500 Milliliter passierte Tomaten dazu gießen. Das Ganze einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Kurz aufkochen und vom Herd ziehen. Die Gnocchi-Hackfleischmischung jetzt in eine passende Auflaufform umfüllen. Danach kommt nur noch etwas geriebener Käse oben drüber, insgesamt etwa 100 Gramm geriebener Mozzarella. Ihr könnt aber auch wie immer jeden anderen Käse verwenden. Und so kommt das Ganze für 5 bis 6 Minuten in den vorgeheizten Backofen, relativ weit oben, bei 200 Grad mit angeschalteter Grillfunktion, bis der Käse geschmolzen ist und eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. So sollten die überbackenen Gnocchi dann aussehen. Anschließend auf Tellern verteilen. Etwas Basilikum für die Garnitur und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.